Morgens Lebenswasser. Welkom hier, waar we opstaan wat leider top zijn. Vi
wir wollen dort Opfer haben. Wir haben hier als Kirche Feiermission, was wir regelmäßig oder monatlich tun mit Geld unterstützen. Und wenn wir alle uns haben angestrengt zu geben, können wir diese Werk eine Entscheidung machen, als Kirche 50.000 Peso nur Mexiko zu schicken, wo die Erdbeben gewesen wie in Monat 3. Du sind ein Teil Menschen, die du noch halb fehlen der Kirchen, die du fehlen frisch abzubauen und hier. Und wir können durch so mithelfen, wie uns anstrengen, zu geben. So vielen Dank für dort, weil wir wieder uns anstrengen und geben. Wir beten. Dankeschön Gott für uns sehen, Dankeschön für mit uns sein, für uns Arbeit geben, dass wir Geld verdienen, dass wir Gott trainen und ihnen geben. Ich bete Gott, dass du das Geld wirst sehen, ich bete, dass du dort wirst in ihnen mehr merken, dass dort wird sein. Und dass diese Menschen wollen feiern, was sie tun haben. In Jesus' Namen. Amen.
Dat du bist am Kreuz gestorben für uns. Wir danken dir für das Blut, das du verguten hast. Dankeschön, Jesus, für wer du bist. Wir danken dir für die Kraft, die du bist für uns. Wir heben die Nummer ab und wir beten die an. Wir sagen, du bist uns Herr, du bist uns Gott. Du bist der, der regieren wird. Du bist der, der uns Leben regieren wird. Wir danken dir, Herr, wir leiden uns Leben an für dich. Und wir kommen für dich und wir sagen, dass du der Gott bist. Wir beten die an, Herr. Wir loben dich und wir preisen dich. Dankeschön, Gott. Römer 8, vers 31 sagt, wenn Gott für uns ist, oder für uns ist, wer konnte uns sein? Ich will je mal
andere Beispiel geben, was wir fertig und denken dann. Ich weiß nicht, hier einmal gehört haben, wenn kleine Jungs vertalen dann, wenn irgendwo eine Familie in Taub kommt, das heißt, und die wollen einen Reis haben. Und du ist ein junger Mann, der fällt sich vielleicht ein bisschen so, dass er wird verspielen, dann sagt er, wenn mein Daddy würde mit ihnen reisen, der würde gewinnen. Wenn mein Daddy, der ist der Stärkste, der Geradste, der Busigste und der Reckste. Wo warst du zu sein, sagt er. Dann sagt der andere, wer will reisen? Warum mitfängt? Dann stellen sie sich ab und sagen sie, ready, set, go. Und dann rennen sie. Und die Älteren sind zu rahmen, dann sagt der Vater, ran, du kostet, ich bin Matti, und probiert den Maut zu merken. Und hinterwegs hat bei uns verwreckt er sich den Fout und kann nicht mehr so busig wieder aus, was er will, und verspielt den Reis. Er rohrt, wie ihm der Fout war, und was der Vater. Der kommt da herangerannt, nimmt ihn in den Arm und sagt, da wird alles gut sein, ich bin Matti. Das hat noch nicht geändert vor dem, als nur dem, even wenn er den Reis nicht gewonnen hat. Er wie mit ihm. Er tröstet ihm. Ich bin 2 Jahre jung. Und wenn er sich killen wird, dann kommt er nur entweder nur Mama oder Daddy und sagt, Kissi. Er will Hanek sollen seinen schlimmsten Kuss geben. Und wenn das da, das fällt sich so, die Weide sind wahr. Das Schlimmste ist noch, dass auch alle kriegen so, aber die Glauben, was die haben, das haben wir erst mit ihm, die tröstet ihm bloß. Das merkt der Unterschied. In uns Gott, der ist der, der der geradste ist, der stärkste, der busigste und der reckste. Wenn der für uns ist, was kann dann passieren? Wir wollen uns vielleicht den Tod verbreiten, aber er wird uns in seine Arme nehmen und wird uns trösten. Wir beten. Gott, Dankeschön für uns sein. Dankeschön für uns trösten, wenn wir dort schwor haben. Gott, du bist stark, du bist der Stärkste, du bist der Geradste, du bist der Busigste und der Reckste. Und Gott, du bist für uns. Und Dankeschön dafür. Wir wollen die umbeten, wir wollen an die glauben. Gott, tröst du die Menschen von der, was du in schwere Tod hast, was du vielleicht weiter hast. Nimm die Hand in ihre Arme, gib ihnen einen Kuss. Dass sie wollen deine Leifeil. Dass sie wollen nur die kommen und dort laufen, dass du stark bist. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen. Willkommen alle hier. Ich kann Ihnen toll sagen. Mein Name ist Fernando Lattimon. Wir wollen hier some Bemerkungen geben. Wir wollen mit einem Video anfangen, aber ich will noch mal Bemerkungen geben. Jugend, das wird verjüngt von 13 bis 25 Jahren, nächsten Sonntag hier so. Vergeht das nicht, bringt eine Freund mit. Pastor Steve wird hier so zu Jugend reden, er wird reden von Jugend selbst leben. Noch ein Ding, du sollst Sinn und in 105 ein Fundraiser sein. Du wirst Eten verkauft worden. All das Geld, was dort kommt, das ist für uns wollen ihre Doktorie betun. So werden wir dort unterstützen, dort sind und in 105 bei der Kolonieshaus. Steve und Debbie, sie sind von der in Hawaiis. Pastor Steve wird mit eine Botschaft ein in Hawaiis in eine Kirche. Pastor Jacob, er ist von der nicht hier. Sein Dad ist gestorben. Ich würde freuen, dass wir durch diese Zeit wollen und er denken und ihre Familie. Wir sagen nur zu sein Dad und ich freue, dass wir an ihm denken. Sie gehen durch, weil das ist eine schwere Zeit, was sie beleben. Und wenn wir an ihn denken, das Begrafnis von seinem Dad soll Dienstag in Hawaiis in der Main Church sein, Glock 2 Nummer. Noch ein Denk,
wat du abkommen der in November, der 26. November, da werden wir hier so einen Erntedank fast haben. Ich würde fragen, dass die nicht plötzlich mehr um Wachte fahren, weil wir hier so ranbleiben, dass wir hier sein, bringt die eine Freund mit. Wir wollen hier so in Turkey gaan und gute Zeit in Gemeinschaft haben. Pastor John ist heute eine neue Reihe Botschaften anfangen von Gott. Ich würde fragen, dass die alle Abstunden begrüßen untereinander und Pastor John wird abkommen und uns die Botschaft bringen. De fundraiser wat er zal zijn voor ons wollen, der is zin und 5. Fernando hat nicht die Zeit gesagt so. So soll gesagt werden, wir wollen eine neue Botschaften anfangen von dir. Und das ist möglich, dass das ein Thema sein wird, was ein bisschen anders. Aber ich glaube, dass danach ein sehr wichtiges Thema. Es ist danach ein sehr wichtige Wahrheit, was für uns wichtig ist, dass wir daran denken, dass wir aufrichtig sind und dass wir bloß einfach davon reden. Die Botschaften sind von Gott. Und die können das so fertig merken mit vielen verschiedenen Dingen. Wir würden können sein, wenn Gott uns läuft, oder wenn Gott uns verjährt, oder wenn Gott uns heilt. Viele verschiedene Dinge können wir dabei tun. Die können das so fertig merken in ihrem Leben, wann Gott, was passiert in ihrem Leben. Aber weißt du, wir wollen von der oder diese Werk, diese nächsten 3 Werke, die nächsten 3 Botschaften, dann wollen wir uns das ein bisschen anders nachchecken, ein bisschen von einer anderen Seite. Wir können vielleicht sagen, ein bisschen von einer negativen Seite. Und ich will von Dingen reden, in gewissen Monaten ist uns dort ammerlich. Gewisse Monaten wird wir gleich durch euch von reden, dass jetzt scheint, von Gott seine Liebe reden, von Gott seine Gnade reden, von Gott seine Vergebung reden. Ich habe ja gesagt, meine beste Zeit ist, wenn ich kann von Gott seine Gnade reden. Aber wir wollen in den nächsten 3 Werken ein bisschen anders an das denken. Wenn Gott nicht rat, was tun wir dann? Oder wenn Gott nicht heult, oder wenn Gott nicht kämpft. Und das sind die 3 Themen, was wir in den nächsten Werken wollen uns mit betrachten. In welchem Lied, in gewissen Monaten sind uns diese Dinge ammerlich. Wenn wir sagen, wenn Gott nicht rat, dann meine ich nicht, dass er nicht rat von der Sinn. Ich meine hier, dass wir sind in Leonbahn vielleicht, wo wir würden gleich, wenn Gott mir mal rat. Wenn Gott mir mal helfen, wir wollen von der noch eine Geschichte checken, wo Gott nicht raten wird. Nicht so, wie wir dachten, dass er soll. Und so, wir wollen in der nächsten Sendung checken, wenn Gott nicht heult. Und wir haben einmal vielleicht so einen Gedanken, dass, okay, ich sehe einen Christen, ich sehe Gott sein Kind und Gott wird mich einmal heilen. Heißt sie gestorben für unsere Krankheit? Ich las, als ich diese Botschaften rein merke, dann las ich verschiedene Dinge. Dann las ich einen Schreiber, die merken so, was mir merken ein bisschen treibumsen. Ich hatte never den, was ich über gedacht. Wenn wir hier in Ferken, oder wir sagen sogar so eine Dinge, dass das nicht Gott sein will, dass du krank bist. Jesus hat das alle betont. Und weil du an einer Seite ist das so. Aber was das Schreiber sieht, wir, dass Gott kriegt nicht immer sein will. Und ich dachte so, wow, Gott ist ja allmächtig. Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Wo wird Gott nicht sein Willen kriegen? Aber dann brauche ich nicht so wie checken. Bloß in mein eigenes Leben. Und dann weiß ich auch, dass Gott kriegt sein Willen nicht immer in mein Leben. Und weißt du, wir leben in einer Welt. Und das ist ein sehr großes Thema. Ich würde lange von reden. Aber weißt du, das ganz höchste Ding bei Gott, das Nummer 1 Ding bei Gott ist Liebe.
Die Bibel ist voll von Leib, voll von wo Gott die Welt läuft, das hat sein Sehen geschickt. Paulus schreibt davon, dass Leib ist das geradste Ding. Wie fingen so eine Dinge aus, dass Jesus nie gebaut, Leibchen untereinander. Und so Gott ist Leib. In verschiedene Dinge sagt die Bibel. Aber weißt ihr, was das braucht zum Leib haben? Das braucht einen freien Willen. Die Bibel sagt, Gott hat uns Menschen so gemerkt aus sich selbst. Nur sein Ebenbild. Ein von den Dingen, was dort meint, ist, dass du hast die Entscheidung, aber Gott hat die so gemerkt, dass du leben kannst. Du kannst so leben, als Gott leben hat. Und Tim so leben, als Gott leben hat, braucht einen freien Willen. Und Tim einen freien Willen haben, dann musst du auch die Freiheit haben, Tim einen rechten Weg gehen. Na, dort gibt mir eine Frau, aber ich Gott noch mal ein, wo Frau, und vielleicht, wenn wir starten sind, vielleicht hast du dann alles klar. Aber weißt du, wenn Gott nicht rat, was tun wir dann? Und so, wir wollen nur ein bisschen überdenken. In das Leben habe ich für mehr Frauen als Antworten. Und diese Frauen sind unmöglich. Diese Frauen würden wir gleich in unseren Rog zu schieben. Aber wir kennen Gott. Wenn wir beleben, dass jeder Tag in uns leben. Und weißt du, ich sehe ein Kind Gottes. Ich glaube an Gott, ich habe gebet. Und ich glaube an Gott, aber meine Arme ist danach verhält. Und das hält sich kräftig, wo soll ich beten, die bleibt verhält. Und das ist bloß ein Beispiel, ich kann Ihnen hunderte so eine geben, wo wir Menschen mit kämpfen und wo wir manchmal so denken, okay, wo ist Gott? Und so, wenn wir nicht sehr maglich fallen mit dieser Themasch, dann müssen wir bloß einfach tauschen, dass das Leben hat so Dinge in sich, die nicht maglich sind. Und so, wir leben in dieser Welt, wir leben mit einem gefallenen Körper in einer gefallenen Welt, und Gott hat noch nicht alle gestellt. Jesus ist al gestorben für das rein alle. Aber wenn je einmal sagen, okay, Jesus ist gestorben für meine Krankheit, so ich soll never mehr krank sein, das ist nicht Gott sein Willen. Aber weißt ihr was? Jesus ist auch abgestanden für meine Auferstehung, aber ich sehe noch nicht abgestanden, ist entweder von Jüntel abgestanden. Und nun meine ich in das neue Leben an. Ich meine nicht so Lazarus stand ab in das alte Leben an. Lazarus ist so lang war er tot. Aber wenn es von der Auferstehung redet, dann redet es von unserer Auferstehung in der Ewigkeit an, mit einem neuen Körper, mit einem neuen, alles nie gemerkt und so weiter. Und so, wir sind noch nicht durch, aber Jesus ist. Und er ist all durch, er ist all für die abgestanden. Aber das passiert in Gott seine Zeit. Und das sind Dinge, wo wir jemanden klar holen, dass Gott hat sozusagen, auf Englisch sagen, ein Timetable. Gott hat eine Zeit. Das sagt zum Beispiel, aus der Zeit erfällt wir, kam Jesus. Und das sagt, nu waar, wenn die Titel wat erfällt sind, dann kriegst du einen neuen Körper. Und rein all die Troubles, was du nu hast, all die Dinge, die hier nicht Sinn merken, die wollen dann Sinn merken. Und dann sagen wir, bei Amen. Das ist Gott sein Versprechen. Und ich will durch diese Botschaften, ich will nicht bloß reden von unseren Frauen, was wir haben. Und wir wollen noch 3 Geschichten checken im Neuen Testament, wo Gott so scheinbar nicht halten wird, oder wo das so leid hat nicht. Mangt das alle, weil wir ein Ding klar haben, und das ist, dass wir leben nicht für diese Welt. Das ist really nicht uns tust. Und wenn wir dort verjeten, dann schmieden wir uns Glauben weich. Dort merkt keinen Sinn, dass wir wieder leben. Wir haben in diesen letzten paar Monaten in unserer Welt viele Dinge gesehen, Hurricanes haben wir gesehen, Menschen haben Gott jetzt unja, Erdbeben, haben Gott Schat unja, sogar die Menschen unja sind gestorben und so wieder, oder große Scheiterien in der Stadt, oder hier in unserer Gegend und so wieder. Und das ist bloß eine kleine Liste. Ich habe diese Werk, als ich an diese Botschaft schaffe, dann werde ich mal Fox News aufmerken und Internet. Und dann checke ich bloß nur die Überschriften von all den News-Dingen, all die Neuigkeiten, was wir hören. Ich weiß nicht, was ich noch mal so dort tun, aber dort merke ich hastig tau. Das ist bloß sehr tumultlos war. Weißt du, das ist bloß ein negative Ding nach das andere, ein Desaster nach dem anderen, wo sie von reden. Und dann sagen wir als Kinder Gottes hier, und dann denken wir so, okay, ich bin Gott sein Kind, und mein Leben soll einmal Fan sein, und ich soll einmal Geld haben, ich soll einmal gesund sein. Und weißt du was? Wir sind der letzte Zeit, oder wir wären letztens auf ein Begräbnis, wir weiten von 2 anderen, wo Menschen sterben und treffen junge Männer, 26 Jahre alt, und das merkt menschlich kein Sinn, mit einer jungen Frau, ohne einen Mann, das Leben ist verdorben, ist alle in eingefallen. Was ist du mit? Du bist ja Gott sein Kind, du hast so gebeten, so gepracht, Tag und Nacht, dass du gesund worden. Und du hast nicht gesund geworden. Und weißt du, Lieder, aber einmal kommt es darauf an, dass wir so denken, okay,
sei uns Gott. Für mich hast du eine Winners. Und so wie wir von dort reden, so ich auch sagen, das ist nicht alles Makel, die Timers, aber das ist Wirklichkeit. Und weil wir uns Gott seine Kinder, entweder was an Gott läuft, ich glaube, wir würden alle unsere Hand abheben, wenn ich würde fragen, habe ich mal von dein Gebet, wo es so scheint, dass Gott hat nichts getan. Gott ist nicht durchgekommen für die. Nicht so wie du menschlich non-checken. Gott hat mich nicht geraten, Gott hat mich nicht geheilt, Gott ist nicht für mich gekommen und so wieder. Und du sind so Dinge, was das noch euer merken für uns. Ein Ding ist Predigt. Wenn wir uns predigt, kann das einmal so einfach merken. Glaub bloß an Gott. Du bist hier rat. Jesus ist für dich gestorben. Wenn du nicht glauben hast, wirst du nicht krank sein. Da wird immer alle Fans schaffen für dich. Wir haben von dir das Health and Wealth Gospel nennen wir das. Das durch Reichtum und Gesundheit und so weiter. Und das ist ein Evangelium von dir oder ein Glauben, was du hast und so weiter. Und so, da wundern wir einmal eben. Wo ist es mit dort? Und so, wie uns predigt, wir können das einmal euer merken für Menschen. Wir können einmal so tun, dass alles so einfach und nicht reden von wie viele Frauen in Kämpfen wie Salz haben. Und so, wenn die manchmal so eine Predigt horchen, wo das alles so golden nicht durchstellen und so wieder, dann weiß ich dort, in ihrem Leben, weiß ich nicht, dass eine andere sieht, und wenn es dann für die nicht so schafft, dass die gesagt haben, dann wohin würde ich an Gott leben. Und so dann kommt es darauf an, dass wir das alle waschen. Ich würde von dir mehr Namen sagen, von Menschen, die mal an Gott leben und für Gott schaffen in der Kirche, die haben von dir alles weggeschmissen, wenn Gott das nicht dort, was sie dachten, er würde, und dort wird er versprechen wir von einem Mensch, was Gott würde tun. Und weißt du, das ist ein Ding, was wir mit kämpfen in dieser Welt. Und so das ist ein Ding, wo wir gleich von zu reden. Aber Gott scheinbar hat manchmal andere Gedanken als wir. Und weißt du, kann nicht alle Frauen, nicht alle Antworten für jeden. Ich kriege in meinem Leben auch mehr Frauen als Antworten. Und die auch. Und manchmal wird wir gleich mal mit Menschen durchsetzen. Und Menschen kommen, fragen mir und fragen so, okay, was ist mit das, was ist mit dort? Und weißt du, was ich sage? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was mit dort ist. Ich kann nicht alles sein. Paulus sagt, wir checken es in den Distrikt los, von dir. Aber das kommt eine Zeit, wo das alle wird klar sein. Noch ein Ding, wo das manchmal für uns schwer merkt oder euer merkt, das sind Bibelversen. Das soll nicht alles verstehen. Aber das gibt Bibelversen, was sich so hört, dass wenn ich war und Jesus sie nun Gott noch was fragen, dann wird er mich hören, dann wird er mir das geben. Und ich habe all 10 Jahre gefragt, und ich habe das nicht. Oder wir haben so ein Vers, was er sagt, dass wenn ich war mir das erste Gott sein Recht kämen, dann wird er mir das andere alle geben. Und wie weit Menschen, was hat Lebenszeit für Gott geschafft. Wir reden ganz kurz mit einem, und er redet von einer Person, was er kann. Er hat Lebenszeit für Gott geschafft, aber das alle verfallen so zu sein, er hat bloß nicht so geschafft, als Gott sagt oder will. Na, manchmal ist die Frau, okay, wo wir nicht. Wir haben alle Hand in den Versen gestanden. Und manchmal haben wir einen Vers bloß in den Kontext rausnehmen, vielleicht in den Anfang rausnehmen und merken den Vers sei, meist irgendwas, was wir wollen. Und so wieder. So wie man abpassen für dort. Noch ein Ding, was das schwer merkt für uns manchmal, dort sind Menschen. Menschen, wollen wir mal sagen, merk ihr mal deutlich, dass du hast einen Mann oder du hast eine Frau und der Kopf ist voll Tumores. Und der liegt am Storbad und du prachst Gott Tag und Nacht, dass er ihm was heulen und dass er ihm was raten. Und ich habe eine Person, die sagt, weißt du Gott, ich habe eine große Gebetserhörung. Ich fand einen Stuhl in das Sarenbett und dann frug ich Gott, dass er mir eine Stelle geben zum Stall holen, du kriegst für dir. Und weißt du Gott, als ich da hinkomme, dann backt der Grutz eine Mumpte raus und ich fuhr dann an. Gott hat mein Gebet geantwortet. Und du denkst aber, sieh mal still. Ich bete Gott für die Heilung für meinen Mann. Ich bete Gott für die Heilung für meine Frau. Mein Mann, sein Körper ist voll Schreif und so wieder. Und Gott darf die eine Stelle zum Stall holen. Und weißt du, das sind manchmal so eine Dinge. Na, bitte da in die Haarstunde, ich darf nicht alle durchschalten, wenn Gott die, wo eine Stelle auf dem Stall hält. Aber das darf noch weit größere Dinge aus einer Stelle zum Stall holen, wenn er bezahlt. Und dann einmal dann denkt man so, okay, wenn das Gott schafft, für Jahren, der für alles, den darf den Parking steht, also wieder zum Stall holen, und meine letzte Person im Leben, die liegt am Storbad, und Gott das nicht. Und einmal denkt man so, okay, see you later. Und so, ich will dir Mut merken, da steht,
Ich sehe nicht, wenn ich nicht so uitleggen. Aber weet je, dat is een Kampf, wat we hebben. Wat doen we damit? Tjavi mangt dit. Tjavi met al onze vrouwen en al die beantwoorden Tjavi besieden Zorgstunden, wo een 26-jarige man voll van leven en dromen leven, der is gestorven. In jaren half, wo eine Städte getrennt im Stellhorn. Tjavi du mang, fosseln an den Gott, wat nicht rat. Dat is onze vrouw. Wir wollen noch ein paar Geschichten checken. Oder von der wollen wir noch eine Geschichte checken, wo Gott scheinbar nicht raten wird. Aber weißt du, wann diese Dinge passieren? Wenn Gott nicht rat, gibt Gott nur Strom. Das ist, wo wir ankommen im Leben. Und ich würde mich nicht so verführen, wenn wir würden Zeugnis geben von dir, in Nahtbett von Jugend würden sagen, das krieg wo ich sie. Das krieg wo ich sie. Gott hat mich nicht erraten. Oder Gott hält mich nicht in diese Leere, wo ich sie. Und so dort meint Gott gibt einen Strom. Und ich will Ihnen von dir sagen, das meint nicht, dass Gott einen Strom gibt. Wenn Gott still ist, meint nicht, dass Gott nicht ist. Wenn Gott nicht mein Gebet beantwortet, meint nicht, dass Gott nicht ist. Oder dass Gott einen Strom gibt. Oder dass Gott ist in mein Leben, als er nicht Raum und so wieder. Und so wie wir checken nur das Ding, wenn Gott nicht rat. Ich wollte checken nur die Geschichte von Johannes. Johannes der Täufer. Nachdem diese Geschichte ein bisschen geraten kriegen so wieder, wo wir ein klein bisschen drei Becken. Hier haben wir ein Strom mit Bild von Herodes der Große. Und weet je, Johannes sein Leben ist top geknackt mit Herodes. Na Herodes der Große, dort wir da, wo dann Chinesisch wir in Palästina, und das Land, wo wir von Israel nahen, als Jesus geboren wir. Am nahen sie Herodes der Große, nicht wenn er ein guter Mensch war, er war ein sehr dummer Mensch. Und so hat ein paar von seinen einen Jungs tot gemerkt, er merkt ein von seinen frühen tot, er merkt ein von seinen Schwiegermamas tot, er merkt die Kinder dort in Bethlehem, als Jesus geboren war. Am nahen sie groß, wenn er sehr bühren dort. Hij weet dat wat in jüdischer Tempel viel besser merkt, geraten merkt, den ganzen Hof und Schmack und so weiter. Als wir in Israel waren 2 oder 3, dann waren wir dort ein Boy, der heißt Herodias. Dort ist ein Boy von Menschen gebaut, von Herodes gemerkt. Da oben hat ein großer Palast und das ist bloß ein Beispiel von mehreren, was wir dort im Land finden. Aber hij war ein sehr gottloser Mensch. Der römische Kaiser Augustus, der Kaiser, das würde wir sagen, ist der Präsident von der römischen Reich. Hij zei, dat hij soll haben gesagt, dass wir besser Herodes sein Schwein sind, als sein Sehen. Wenn seine Sehen schmücken dort. Und so dass wir im Weg von sagen, dass das Mensch, dass wir ein sehr gottloser Mensch. Das Herodes hat 3 Jungs. Archelaus, hij wir da, was aus der Vater erst gestorben wir, dann dieser in Judäa regieren. Wir fingen dort, na weet je, dieser hat mehr Kinder als das, aber das sind die 3, was wir in der Bibel finden. Und so dit wir da, was in Judäa regieren da, als Josef und Maria von Ägypten zurückkamen mit das Baby Jesus. Und dann fingen wir durch, dass sie hielten, dass Archelaus regiert in Judäa, und dann wir in Angst und da wohnen. Dann sagten Engel durch den Traum, sie sollen nach Galiläa tragen. Und welche Judäa und Samaria und Galiläa, das sind Provinzen da in das Land. Und so dieser, der regiert über Judäa und Samaria, sehr dummer Mensch, der römische Regierung, die nimmt diesen Ruf, und die wird tau ruchlos, die wird tau kaltblütig, even für die Römer. Und so das sagt er nicht. Der zweite sehen, dort wird der Tetrarch, oder Antipas, wird ihn manchmal genannt, und so dieser regiert in Galiläa. Das ist da, wo Johannes anstoppen, wo wir ein Bild von reden. Das ist auch da, wo als Jesus wird festgenommen, dann schickt Pilatus an nach Herodes. Und weißt du, Herodes wohnt in Galiläa, aber er war für das jüdische Fast nach Jerusalem gekommen. Und so er war in Jerusalem, und so Pilatus schickt Jesus durch an, aber er schickt ihn war 3, wie weit in der Geschichte. Die dritte sehen dort Philipp. Philipp, der nicht regieren, aber Philipp, er hat eine Frau und eine Tochter. Diese Frau heißt Herodias, und die Tochter, die heißt Salome, oder Salom. Und so, nur in dieser Geschichte, in der Bibel sagt uns nicht korrekt, wo das passiert, aber dieser hier
verleibt sich mit dieser Früh. In dieser Früh, da er Mann divorcen und trok nach Galiläa, wo Herodes wohnt. Und wir nu mit dessen Taub, mit ihrer Tochter Taub. Und so dort, wo wir die nächste Person nennen, dort, wo Johannes nennt. Na, wenn wir mal ein bisschen an Johannes denken, was wir hier für ein Mensch, dort muss ein solcher schlechter Mensch war, so ist Gott den behandelt, nicht? Aber weißt du, Johannes, der wir eine wunderbare Geburt geboren. Johannes, der ist ein Wunder Gottes. Seine Eltern waren really too old zum Kinder haben. Und so, der ist ein Wunder, Jeff Gott entschieden, dort wie Johannes. Johannes wird da, was Jesus getroffen hat. Johannes wird da, was Menschen nur Jesus weiß. Hij wird da, was er sieht, dort geht das Lamm Gottes, was die Welt Sünden wegnimmt. Johannes wird da, was verabrandet für den Messias. Was geprophezeit wird von Alten Testament her, dass er den Mond kommt, der wird den Weg Glück merken für den Messias. Dort wie Johannes. Johannes wird in dem Meer von Gott sein Willen, und er deut Gott sein Willen. Er wird nicht ein Sünder, Gott deut ihm nicht strafen. Und weil das ein so großes Ding, was wir immer das erste Denken, was uns eigentlich passiert, ich wundere, was ich getan habe, wo soll das Gott mir das strafen? Das hier ich bloß einmal war, und ich würde gleich mal so sehr Mang zu reden, dass es mal abhielt. Aber das ist uns Denken, das ist wie Fertig denken. Und so Johannes, er wir Gott sein Arbeiter, er wir eine Mäd von der Ola, er wir ein Gott sein Wellen, er wir ein göttlicher Mann. Check dir mal, was es sagt. Na, wir fangen hier eine Mäd von den Vers an, aber es sagt, Herodes hat selbst geschickt, Johannes festzunehmen und anzustoppen, Herodias, sein Bruder Philippus, seine Frau erhalten, da er sich gefreut hat. Johannes hat Herodes gesagt, dass es nicht reicht, dass du den Bruder seine Frau hast. Und das wollte ich von reden. Der hat auch recht früh genommen, so wieder, und das wir ein großer, even politisch wieder ein großer Ding zu der Zeit. Und so Johannes hat Herodes gesagt, er hat Sinn für ihn und gesagt, das, was du das ist nicht reich. Na, wo traf Herodes, das sagt die Bibel nicht. Vielleicht ging er nur in den Palas, vielleicht kam Herodes in den Jordan, wie weit nicht. Dann wir Herodias, weißt du, das ist die Früh, um die dreht sich das alle, dann wir Herodias schwierig, oder wir können sagen, so ein Doll, Eva arm geworden und will am Tod merken. Sie können aber nicht, weil Herodes fährt Johannes und bewahrt am. Nu hörst du, was es sagt von Johannes, weil er das Wort hat. Er sagt, er wisst dort, dass Johannes ein frommer, heiliger Mann wird. Er hört hier noch Johannes, wann er dort auch sehr beeindruckt, was Johannes sieht. Und so, wir wollen hier einigen klar merken, dass Johannes wie eine Mäd von Gott sein will. Johannes wird von Gott geschickt für eine gewisse Arbeit in Hedeude. Und so, den wird Gott ganz sicher raten, wenn dort wir jedoch Gott sein Menschen und so wieder. Aber weißt du, Johannes ist im Gefängnis. Johannes hat vollkommen sozusagen gelebt. Wir wollten von keinem Sinn in Johannes sein Leben. Und nu sagt er, hängen Spruten. In der kleinen Stube, weißt du, in Gefängnis zu der Zeit, dort wie eine Jammerle steht. Fall von Sur und so wieder, like bloß einfach dort Aufgang von alles wieder ban und Verstänker, Fall mies und roten. Und wenn jemand mit nur lesen, der Gefängnis zu der Zeit, dort wir nicht, aber an je Tüß auf den Weg erstellt sein. Und je der Bein war. Er war im Gefängnis. Er hat Gott sein Willen 100% getan. Er hat nur Jesus gewesen. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, weißt du was, gut Jesus hing heran. Jesus muss teilnehmen, ich muss aufnehmen. Das wird kein von Johannes. Johannes wird da, was du siehst, zu den Menschen, weißt du was, da kommt einer nur mir, läuft an den. Und so, er weiß nur Jesus, er weiß Menschen nur den Messias. Und wie würden sie denken? Okay, so hier ist Johannes im Gefängnis. Gott sein Deiner, Gott sein Verraner für den Messias. Nu würde eine gute Zeit sein, für ein Wunder, leib ich nicht auch? Nu würde eine gute Zeit sein, damit der Engel kommen, das Gefängnis abdeveren. Weißt du, wir haben so eine Geschichte. Wir haben eine Geschichte, wo die Käden losfallen von der Hang und wo die große eiserne Dären abgingen und wo die Wächter so ist, wenn die tot wären, die schleuten. Und so, Petrus mit einem Engel taub ging durch all die Dären, durch Bats auf Gas wären. So eine Geschichte habe ich in der Bibel. Aber das passiert war zu Janem. Johannes satt im Gefängnis, Tag für Tag. Schriftlich leiert leben, das haben wir ungefähr 2 Jahre in das Gefängnis. Die meiste ganze Zeit, was Jesus abgeirrt wird, sagt Johannes im Gefängnis.
En er is eine tijd van die 2 jaar, wo het zijn een goede tijd was voor Jezus komen en mal alle deren opdeveren, en mal alle tijden losnemen, en waar we mal de kracht wezen, waar we mal Johannes hier mal uitleiden. En Johannes waarschijnlijk erwaart eens over dat staat. Aber wenn hij zat in Gefängnis niet funk om te twijfelen. Wie stellen ons zo ver dat Johannes zijn vriend, die vertaalden aan van wat Jezus alle deed. En Johannes zat in Gefängnis, dag voor dag voor dag. En weet je, Jana, ja, die heeft de gebedserhering. O, ja, den mögen zijn. Die Aussatzias reingeworden, oder das Doudjas abgestoßen. Aber ich zat hier. Ich zat hier, als Gott sein deiner. Ich meine, wenn irgendwer würdig ist, wenn irgendwer soll das wert sein für ein Wunder, das wird auch mir sein. Wenn ich will doch Gott sein Prophet, ich will Gott sein Gewählter. Ich will da, was den Messias bekannt macht. Wo wären Jan Menschen, weißt du, sind die Jünger kommen, die vertalen dann wahrscheinlich, was Jesus alle hat. Weißt du, wem Jesus halt? Fremde Menschen. Danach sogar Heiden. Sogar so eine Menschen, wenn ich muss in Juden falsch die Hirden, die Gott heilen. Und Johannes saß im Gefängnis. Und wir können uns feststellen, dass Johannes voll sich verloren. Johannes fängt an zu wundern. Was ist mit mir eigentlich? Was habe ich getan? Wieso wird Jesus gerne alle heilen und nicht mal mir kommen? Und das ist, wo wir ankommen, Johannes sein Leben. Als Johannes im Gefängnis hielt, was Jesus tut, er hielt von all das, was Jesus tut, schickt er 2 von seinen Jüngern und Leute Frauen. Bist du da kommen soll, oder soll wir nur einen anderen lernen? Weet je, wir wundern uns hier ein bisschen über Johannes. Wir wundern ein bisschen, dass das Mann, was er Jesus weiß, und was immer war, und weißt du, als Jesus getauft wird, Johannes wie du, das sagt, der Himmel ging auf, und der Heilige Geist kommt aus der Düver auf, und Stern sieht, das ist mein Sehen, mit dem sie zufrieden, ich wohlgefallen an denen. Und nun sagt Johannes im Gefängnis, und nun schickt er Frauen. Was ist mit Johannes passiert? Weet je, Lied, wann wir durch eine schwere Zeit gehen, und vielleicht habe ich das mal belebt in deinem Leben, aber wenn die bei einmal in ein deipet Loch sind, sozusagen, dann bei einmal dann kommt ans Leben rauf, bei das kleine Loch, wo wir sind. Das ist alles, was wir sein können. Und wir scheinbar verjeten einmal von, was alle was das, oder was die gute Tiden so wieder. Wir sagen einmal, wenn Mensch ist, wenn wir in einen schweren Tiden kommen, wir verjeten von den guten Tiden. Oder wie, alles, was wir sein können, ist das kleine Gefängnis. Und Johannes, er sagt hier, all Jahr, vielleicht all even Jahr, sagt er hier im Gefängnis, und da wird keine Halt, da wird keine Radung. Jesus ging da im Raum Gefängnis, Rahmen, das Wunder, und Johannes sagt hier, und er sagt hier, und er sagt hier, und dann wird einmal hastig. Dann wundern wir, wo sie ich. Dann einmal dann denken wir, okay, wo ist Gott? Ich dachte, wie Gott sein deine. Ich dachte, Gott wird mir raten. Ich dachte, Gott, ich habe ja alles getan für Gott, was ich soll, oder was ich kann. Und weißt du, wir sollen uns nicht wundern über Johannes. Wenn jemand sagt, in ein deipet Loch was, ich habe 2-mal in meinem Leben belebt, dass ich so ein deipet Loch kam, und dass wir so eine dunkle, düstere Welt über mich nicht ein Licht zu sein nicht. Und am einmal fängt er an zu wundern, okay, wo ist es? Was in der Welt geht anyway an? Wo ist Jesus, wenn mir den fehlt? Und ich glaube, dort ist ein wo Johannes wäre. Und so Johannes, er schickt mal seine jungen Frauen. Na, some Schriftleute sagen, dass er schickte, probably wegen seine Jünger, vielleicht hatten die Frauen. Ich glaube nicht. Das ist uns so genannter Held der Weg von sein, dass Johannes zweifelt nicht, wenn er wie Gott sein Mann. Ich glaube, Johannes selbst wie in ein Loch. Johannes selbst wundert, wo ist es mit das? Ich habe alles getan, was ich kann. Und nun sehe ich hier. Und weißt du, wenn wir in so eine Dinge nennen, kommen dann bei einmal, dann ist uns Vertrauen auf Gott, das wird auf eine Probe gestellt. Und ich will dir merken, die Schwester, wenn die in ihrem Leben in ein Loch kommen, wo Gott nicht rat, und Gott heilt nicht, und Gott kämpft nicht, und die haben gepracht, Tag und Nacht, und ist der Mann doch gestorben, ist die Frau doch gestorben, und ist mein Kind doch totgekillt, und ist meine Arme doch ganz verheilt, und ist doch das geworden, oder doch tot, oder doch jahnt. Wo ist Gott? Und dann einmal, als uns Vertrauen auf Gott fängt, an bitte zu weich zu glitschen. Wenn die in so einer Zeit sind, dann will ich ihnen sagen,
Hold vast. Wanneer het ook niet, ich habe eine Art anmerkt. Und weet je, in eins von dieser Botschaft will ich je noch ein bisschen Bild wiesen von der Unterschied von dit Leben nur der Ewigkeit. Aber Johannes ist hier in das Loch. Und Johannes fängt an zu wundern, was ist mit mir euch? Und das ist, was Jesus sagt. Und Jesus sagt an, Gott sagt Johannes, was je. Morgen das Wort hier. Und weet je, Lied, wenn du einmal in ein Loch bist und du kannst kein Wunder mehr sein in dein Leben, du weißt nicht, wo Gott geblieben ist, dann werden wir horchen nach anderen Menschen. Ich horchte mal einen Prediger, wenn ich den Namen würde sagen, die würden alle weiten, dass ein Prediger steht, aber die kann den über Radio, über TV oder was immer alle. Und er sagt, er wie eine Zeit in seinem Leben gewesen, wo er sehr krank im Hospital war, sein Leben hat gehangen sozusagen zwischen Leben und Tod. Und da wie eine Zeit gewesen, wo er selbst nicht mehr beten kann. Und er sagt, durch die Zeit haben andere Christen gedreht in Gebet. Vielleicht kommt eine Zeit in uns Leben, wo wir kein Wunder mehr sein. Wir sind in der Gefängnis, die Feuer kleine Wegen, dort stinkt hier, und dort ist ein Outland, und alles, was wir sein können, ist das wohnt für mich. Dann ist eine gute Zeit, zum anderen Menschen loten für ihn beten. Dort, wo wir waren, dort ist ein von diesen Zielen, manche kleine Gruppen, wo wir haben angefangen, dort wird eine Gruppe Menschen sind, da werden Freunde sein, die dann bei uns kommen sein, wer wir gehen. Uns fehlt das einmal an einen Mensch, der uns bloß mal an ihre Schultern fuhren und sagen, hey, für die nächste Station wollen wir die drehen. Und Jesus sagt, gut sagt Johannes, was je hören und sein. Das ist mir interessant. Johannes kann es nicht mehr sein. Johannes kann es nicht mehr hören. Und ich fehlt ihm dort an das. Aber wenn wir das falsch mal ein klein bisschen anders anschauen, wenn wir mal sagen, dass, okay, ja, das ist, was Jesus tat. Er tat alle Dinge, bloß nicht für mich. Und das ist wo wir denken. Und so er sagt hier, was er tat. Die Blinde kann wahr sein, die Lume kann gehen, die Leperkranke werden rein, die Dove kann wahr sein, hören, die Dode stehen ab, und die Arme wird das Evangelium gepredigt, und ich satt hier im Gefängnis. Kann ich sagen, was hier feiert? Alle wenn rum das Gefängnis, jetzt Jesus und das Wunder. Bloß nicht für Johannes. Wer verfühlt im Gefängnis? Und das merkt nicht sein. Und wir denken so, okay, wo ist er dort? Und dann sagt Jesus, soll ich es, ihr seht es, wer immer sich nicht irrt über mich. Wow. Meist Jesus wird wirklich was tun, wird nicht tun, was uns kann irren? Sure. Hat ihr noch niemals geirrt über Gott? Wenn ihr nicht hat, dann sei ihr vielleicht ein bisschen herrlich, nicht? Uns ist dort meist ja in Ohren zu sein, dass ich mich einfach gestiert über Gott. Aber wenn Jesus sagt, die Möglichkeit wird es sein. Und er sagt zu Johannes, er sagt, soll ich es, wie immer sich nicht irrt über mich. Jesus wusste, dass Johannes im Gefängnis war. Jesus wusste, dass er verfühlt. Jesus wusste, dass er anfängt zu zweifeln. Und dann bloß sagen, ja, euer die nicht, euch die nicht rate. Und welche Lied, wie kommen ans Leben manchmal in so eine Zeit noch an? Check mal, was Jesus sagt über Johannes. Ich sage in der Wahrheit, du hast nicht ein Mensch geboren, der gerade ist, als Johannes, der Däuper. Jesus sagt, weißt du was, das ist der beste Mensch, das ist der geradste Prophet. Okay, dann gut mal raten. Aber Jesus sagt, dann war er vorbei. Wenn wir die Geschichte wieder gehen, wir haben nicht Zeit, um das alle durchgehen, aber wir weiten die Geschichte. Herodes hat ein großes Fass angestellt. In zijn half bezoekene toestand, danst zijn dochter, die frühere dochter, wie nicht mal zien het, wie Philippus zijn dochter, en die danst auf ver arm en am gefällt mit seinen Jas, Topens wieder, en in zijn half bedrunkene toestand sagte, weißt du Gott, ich wollte dort geben, was du weißt, aber der half von mijn Königreich. In dem Jahr redet mit ihrer Mama, und die Mama sagt, gut sei, du wirst Johannes in den Kopf schief haben. En wat je nu wordt een fijne tijd zijn van wonder, leef je niet ook? Nu wordt een fijne tijd zijn dat die Schäden losvallen en die erin opgingen. En weet je, wie haben so eine Geschichte
In Luther haben sie eine Geschichte, wo sie die Jünger hatten angestanden, und zum Morgen waren sie die Herren gerecht treiten, dann gehen sie in Gefängnis, dann sind sie stuhladig. Wow. Dann predigen die da waren bei Lebensfast, und nicht dort im Tempel. Und so. Aber weißt du, so eine Dinge sind doch passiert, aber das passiert war zu Jahren. Und Johannes saß in Gefängnis, und der hat oben, das Soldat mit seinem langen Schwert kommt dann an. Nu wird eine gute Zeit sein, um Johannes raten, bleib ich nicht auch? Aber der Soldat holt ut, und der Kaperal zu sehen. Sie fuhren ihn an den Haar an, am Schatten ab und gehen näher, geben die Tochter dort. Und Gott ist still. Und Jesus ging, da war er vorbei. Und die Lume, die gehen waren, die Blinge, kann waren sein. Und Jana sind Wunder. Und so Jesus sagt, ich soll sagen, wenn ich will Ihnen sagen, wenn Gott nicht rat, jeft Gott doch was drum. Und das ist ein Ding, was wir uns mal klar haben. Aber ich will Ihnen das falsch mitgeben, was Jesus sagt. Er sagt, seilig, gesehnt, wer immer, dort wo du bist. Dort wo ich sie. Was ist dein Trouble von dir? Was von Gefängnis bist du dann? Und Jesus sagt von dir zu dir, weißt du was, seilig ist, wer immer sich nicht ohrert über mich. Weißt du, wo wir hin? Heißt Gott, kann ich euch Kranke heilen? Ganz gewiss, keiner hat, er tut da rum Gefängnis und Tid über. Dort handelt es sich doch nicht ein Kleinbett an, dass Jesus nicht kann heilen. Aber ich kann Ihnen von dir nicht sagen, mit Sicherheit, wo wir in Johannes nicht wird geheilt. Oder wo in Johannes nicht wird geraten. Aber den leitet Gott aufkappen. Weet je, we hebben nog een andere geschichte. Ik zei het eerst van Petrus in die Schäden fallen los en hij gaat in Gefängnis en so wieder. En dat is een wundervolle Geschichte. Dat moet een werkelijke Christen was niet. Dat moet die mal werkelijk glauben gehad haben. Weet je wat groot verder passiert? Herodes neemt Jakobus vast en kapt ihn auf. Dat is alles wat de Bibel davon sagt. Jakobus wie ein von Jesus seine Hauptapostel. Petrus, Johannes und Jakobus, die waren immer ein bisschen dichter bei Jesus als der andere. Jakobus wie ein von denen. Und Jakobus wird festgenommen und Gott lässt ihn aufkappen. Kurz nur dort, nächsten Tag, oder in der Werklote wird einmal, wird Petrus festgenommen und den Rat, ein wunderbarer Weg in den Gefängnis. Weißt du, Lied, wir haben nicht immer alle Antworten. Meine Frau für die, als kannst du an Gott leben, wird nicht alles so das, als du dachtest, dass er soll. Ich finde auch sagen, dass wir wollen uns nicht an Jesus ehren, wann wir in ans Gefängnis angebracht wurden. Wir können sagen, Johannes hat seine Arbeit getan, nicht. Johannes hat es getan, wo Gott ihm hilft. Aber so viel, als er für Gott getan hat, und so eine welche Person ist wir, und uns Menschen war ich von denken, wo wir sagen, okay, den hat er viel zurückgeraten. Was für ein Wunder, wenn Johannes war, wie rumgegangen. Aber den lässt Gott aufkappen, seine Jünger begraben haben, und dann wieder Kapitel tauchen. Und Gott gibt keine Erklärung, wem wird. So, ich will dir Mut merken, Geschwister. Und ich werde den nächsten Weg, weil wir dann denken, wenn du Dinge in dein Leben anrichten, das meint nicht, dass Gott nicht Strom gibt. Das meint auch nicht, dass Gott dich nicht läuft. Das meint nicht nur, dass Gott still ist, oder dass Gott du nicht erst, wenn er still ist. Ich habe sagen, ich will mich nicht ehren an Jesus, wenn er nicht so das ist, ich will. Ich habe Gott vertrauen, wenn er für mich nicht ein Wunder tut. Ich habe Gott vertrauen, wenn mein Mann noch stirbt, oder mein Kind stirbt, oder mein Kind lebt in Sinnen. Wir haben Tag und Nacht gepratet als Eltern, und du hast keine Antwort. Ich habe da noch an Gott festhalten. Und weißt du, der Trouble bei uns ist einmal, dass wir fangen an zu zweifeln, wir fangen an entweder an downtig zu werden über Gott, oder wir schmieden ihn ganz weich. Und ich will Ihnen sagen, schmied nicht Gott weich. Wir leben Gott für diese Welt. Unser Ziel ist die Ewigkeit. Und so wie wollen wir noch von reden. Ich würde fragen, dass ihr abstehen. Wenn wir ein bisschen Zeit nehmen, wenn wir bloß nach Gott kommen, was das die von dir wäre, was von den Dingen merken nicht sein in dein Leben. Ist da irgendwas, wo Gott hat noch nicht so geantwortet, als die will? Oder Gott hat noch nicht dort getan, was du dachtest, er soll oder er würde? Vielleicht even sogar, was jemand dir versprochen hat?
Waar we op naar God brengen, waar we zeggen, weet je wat, ik wil me niet oordelen over die, ik hou aan die vast, wanneer mijn kop ook wat rol. Ons himmlische Vader, we hebben in dit leven eenmaal meer vrouwen als antwoord. En Herr, we leiden dat van jou in die heen. Du weißt, wo wir sind, du weißt, in was von Gefängnis wir sind, du weißt, was von den Dingen du nicht schaffen in uns Leben. Und du weißt, jeder Hort hier von dir, Herr. Du weißt die Charme für was wir haben. Und ich frage von dir, dass du uns was Kraft geben und die festzuhalten, wann rein alles nicht sein mehr. Und wenn das alle anders ist, als wir doch nicht gut sind. Und als vielleicht jemand uns versprechen hat, dass es gut sein. Help uns, und die festzuhalten, wann andere ein Wunder kriegen, aber wir doch nicht. Wann andere geraten worden uit het Loch, aber ich muss hier bleiben. Und ich frage, Herr, du uns was Kraft geben. Help uns, die zu verherrlichen, mit was immer in uns Leben passiert. Und help uns zu denken, Herr, dass wir sind nicht für diese Welt gemacht, wir haben eine Zukunft. Wir danken dir in Jesus' Namen. Es un nuevo amanecer, cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti, alabaré en el anochecer. Que
Gott leicht und sogar, wenn die Musik nicht reicht, so das gut, nicht? Dankeschön für kommen, wenn ihr wollen Gebet haben oder vielleicht macht ihr einen Doktor oder irgendwas das Werk ist, ihr wollt gleich mit wem zu beten, bleibt drei oder kommt hier nach fern. Aber je eher ihr seid entloten, habt einen guten Tag, mag Gott ihn segnen.